direkt dahinter kämpft Daniel. Get down in the car, one time give it up. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Tommy. Da kam und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans. Willkommen hier in Phillip Island zum 4. Saisonrennen in der Lotus 79 Serie. Ich wünsche viel Spaß und allen Fahrern viel Erfolg. Good afternoon. It's Sunday Grand Prix, and we are at Phillip Island, just outside of Melbourne, Australia, and we've got a lot of the gang with us today. No Nathaniel, he doesn't have the track this week, but he'll be back next week. Let's get back to the group. Ja, liebe Zuschauer, und wieder haben wir so viele Fahrer hier heute angemeldet, dass es wieder 3 Splits gibt und ich in Arbeit fast ersticke. Deswegen werden wir hier auch unsere Arbeit demnächst einstellen. Das wird einfach zu viel. Wir werden eine eigene kleine Serie für unsere Community an den Start bringen und die werden wir dann hier auch übertragen. Deswegen werden wir hier nicht verloren gehen, aber die Sunday Grand Prix Series, das wird einfach viel zu viel ohne Bezahlung. Eine ganze Menge unserer Jungs und Mädels haben wir heute wieder mit am Start, unter anderem Josephine Becker und Luke Rasputic ist heute das erste Mal bei uns zu Gast. Luke fährt in Split 3. Pretty sure I'm going to be in split 2, but we'll see. How much I rating do you have? 2.3k. Okay. I'm 1.8 at the minute. We will What's that going to be? 3 or 2? 3. 1.8 v3, you think? Checkered flags out. But Klapper, Ben Summers, Josephine, Ben, we are in the same split. Okay, what number are we? Oh, you're not in. Hey. Josephine is here. Oh, I'm Ben is number here. I'm 23. Kind of 23. We are in the middle of the I'm second in split, split 3. and we have 3 I'm drivers. Yeah. Oh, so it's split about 2.1k maybe, the final split? So shall we jump into a different chat? Wolfram? Yep. Yeah? Okay. Where should we go? Team? Hey, Howard! What chat should we jump into, guys? Are you staying here, yeah? Wolfram. Ja. Welche Splits sind wir? Wir haben 3 Splits. Warte, bist du mit bei mir drin? Ja, ja. Oh, well, we'll go into gas talk too then, Wolfram. Hey Keith, hello everybody. After race we meet here. Yeah, everybody? no worries, guys. Right, Okay. Directly after the race we Have a good one. Good luck. Thank you, guys. Everyone in my split come over to talk to. Okay. Where do I go? I think you're staying here. We will stay here. Yeah. Good luck, guys. Is Best Thomas, of luck. Thomas Good luck. driving? I'm still here. Yeah, sure. Hey, good. But Good luck, fellas. I think I will mute myself later on. Yeah, I'm talking anyway. Aktuell läuft hier noch die Practice Session, aber das Qualifying müsste gleich beginnen. And Thomas Willishausen, is he driving? Oh, we don't know now because he's in the other split. Und damit haben wir das Training auch jetzt beendet und die Qualifikation hat begonnen. Ben, Thomas und Josephine sind hier in Split 2. Und besonders Josephine ist heute wieder richtig schnell. Okay. Qualifying will start right now. Schauen wir mal, was unsere Community-Mitglieder heute hier so leisten können. Wie immer 2 gezeitete Runden und dann geht es auch schon in die Startaufstellung. Tommy fährt jetzt raus und auch Ben müsste dann jeden Augenblick rausfahren. Test.
Wir haben heute wieder jede Menge bekannte Namen in der Startliste stehen. Unter anderem hier Kurt Klapper, Mark Ruichenk ist am Start, George Bartev, Manning Grinham, Sebastian Starke haben wir heute dabei. Und unser Tommy macht jetzt schon mal einen Ausflug durchs Kiesbett. Während Ben dann noch fleißig sein Mikrofon testet. Da kommen auch schon die ersten Zeiten rein. Alessandro Parigi 1.18.803, Josephine 1.19.6, da geht noch was. Right, anyway, we'll sort this out for qualifying. I'll turn the car into down. So I'm going to be in this thing. Und da kommt auch unser aktueller Championship Leader Mike Christopher Jr. um die Ecke. Schauen wir mal. 1.18.868 P2. Right, sit the tyres this time. Lost chat again. So, meine... Boah. Josephine auf Q3. Weniger Zeit, 2 Zehntel schneller. This is going to be interesting. Yeah, this bit is going to be out of my league. I was looking at the times before and it's crazy. Ja. Sebastian Starke is also here. So, guys, don't forget to change to race setup. Da haben wir also Alessandro Parigi auf Pole von Mike Christopher Jr. und Josephine auf P3. Ryan Turcotte startet von 4, Janne Lehmann von 5 und unser Tommy geht von P7 ins Rennen. Gonna go easy. Start. Now, have we got anyone behind us? Okay, so we've got Sherwin. So, egal was passiert, durchfahren, ans Ziel kommen, die Zielflagge sehen. Das ist auch wichtig. Right, did you say that I was too quiet and... Doesn't matter what happened, Ben. We will see the checkered flag, right? Eine Top-Einstellung. Wer aufgibt, hat schon verloren. So my car was too noisy, was it? OK number 1, Alice Spice. Good luck, everybody. Let's have a nice race and be gentle. Best of luck, guys. Good luck, everybody. Never. Good luck. Und da hat das Critting auch schon begonnen und die Jungs und Mädels stellen sich jetzt hier alle auf. Yeah, good luck, Tommy. See you at the finish. Josephine startet von P3, eine absolute Top-Ausgangsposition. Okay, I will mute myself. Aber auch Tommy von P7 gar nicht so schlecht. Ja, geil. Nur unser Ben hat die Quali ein bisschen versemmelt und startet von ganz hinten. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir Alessandro Parigi auf Pole Position vor Mike Christopher Jr. und unsere Josephine auf Startplatz 3. Dann haben wir auf 4 Ryan Turcotte, dahinter Janne Lehmann, Bryce Simeon. Unser Tommy Startplatz 7, Tamas Bartfei startet von P8. Direkt dahinter sein Kontrahent von letzten Jahr, John Stevens. Und Aaron Blair schließt die Top 10 ab. Und so wie es aussieht, startet Janne Lehmann aus der Box. Die Startampel müsste gleich erscheinen und das Rennen freigeben. Okay, here we are. Sunday. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das 4. Rennen der Saison ist eröffnet. Sofort schießt hier Alessandro Parigi nach vorn, aber auch Mike Christopher Jr. hat hier einen Top-Start und will sich den Platz an der Sonne holen. Setzt hier sofort einen Angriff direkt dahinter unsere Josephine und da kracht es auch schon. Oh, und da muss Alessandro Parigi weit gehen. Da gab es eine Berührung mit Mike Jr., aber so wie es aussieht, kann Alessandro weitergefahren. Wir schauen uns das nachher in Ruhe an. Aber hier erstmal zurück zum Rennen. Mike in Front, dahinter Josephine auf P3, haben wir Ryan Turcotte und Tommy schon auf P4 nach vorn gefahren. Ein Top-Start von Josephine und Tommy. So wie es aussieht, ist auch Ben hinten gut weggekommen. Ein bisschen Gerangel hier, aber sonst alles okay. Und da schauen wir uns doch direkt nochmal den Unfall vom Start an. Oh, first we had Mr. Alessandro Parigi. Oh, they touched each other. Oh, that was close. That was a close one. You got a slightly hit, and then when you're not careful, you will be a cannonball and hit some other cars. But okay, you have much space here. Yeah. Poor Alessandro. Oh, und kaum haben wir den einen Unfall abgearbeitet, kracht hier schon wieder. Oh, und Tommy mittendrin. Oh, I'm so sorry. Oha, und ich glaube auch Tommy war da der Auslöser.
Das müssen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. Rhein Torquote fällt da auch weit zurück. Tommys Auto ist beschädigt. Schauen wir mal, ob er noch weiterfahren kann. Oh, Thomas Silvernagel is shooting Rhein Torquote. Yeah, it was totally my fault. On cold tires, Ryan, I'm so sorry. Okay, so here we are. Very late on brakes, and then, yeah, I go to the inside. Oh, no. So it looks like a dive bomb. It was a dive bomb, and yeah. It was an unintentional dive. It was an unintentional dive. Yeah, I'm feeling so sorry for Ryan. Do a cut, but yeah. Und ihr habt es vielleicht noch im Augenwinkel gesehen, da gab es den nächsten Ausritt. AJ Jesse ist da weit zurückgefallen. Hier wilde Kämpfe im Mittelfeld. Art McEwen, dahinter Daniel F. de Sousa und Juanmi Ciameno auf P17. Dahinter haben wir auf P18 Kurt Klapper, P19 Matthew Cockerham. So AJ Jesse here, AJ Jesse tries to overtake Ian Haycox. Wasn't able to turn in. There's a lot of space, but he lost a lot of time and places. There is no road anymore for him. So einiges los hier in der Anfangsphase des Rennens. Dadurch konnten sich natürlich Mike Christopher Jr. und Josephine vorne erheblich vom Rest des Feldes absetzen. Ungefähr 5 Sekunden Vorsprung haben sie auf die Gruppe hier. Tamar Sportfrei. Oh, und ich sehe es gerade, da kracht schon wieder. Da hat es eine Berührung gegeben. Ich glaube, da war Luke Teunissen und Aaron Blair hier mit involviert. Da hat es einigen Schrott gegeben. Das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Was ist denn hier los? Wahnsinn. Aaron J. Blair, Luke Teunissen and Bryce Simeon. Oh, Luke Tonneson here, yeah. Mr. Cookie. No, it's the last corner just before the start finish straight, and then he's in the inside, and Luke is in the inside, and the Cookie Monster eat. Oh no, that is another one. Oh dear, that's so nasty. That's a nasty one. Oh dear. We have Rice Simon here was not able to evade the car. Crash, and also who is this? John Stevens also crashed. Oh dear. Ihr habt gerade vielleicht noch im Augenwinkel gesehen, auch Andrew S. Thomas hatte da so seine Probleme. That was ambitious, that. Und Art McEwen fährt ihm da beim Überholen noch in die Karre rein. Andrew hat sich da direkt auch gleich bedankt. Fällt hier bis auf Platz 15 zurück. Noch hinter Ryan Torquote, hier geht's wild zur Sache. Direkt dahinter Kurt Klapper, Matthew Cockerham, Robert Simpkins und Alice Baez. Hier geht's richtig rund. Ganz enge Kampfgruppe hier im Mittelfeld. Unser Ben liegt aktuell auf P24. Relativ solide ins Rennen gestartet. Hier gibt es jetzt die nächsten Angriffe und Überholversuche. Kurt Klapper geht da an Andrew S. Thomas vorbei. Und auch Giovanni Ciameno ist da vorbeigegangen. Wilde Zweikämpfe, jetzt geht hier der nächste weit, Matthew Cockerham, aber nichts passiert. Kurzer Ausflug durchs Kies und da greift auch direkt außen Sebastian an. Oh, und jetzt muss Sebastian hier durchs Kies gehen. Zum Glück konnte das Auto abfangen und wieder auf die Strecke zurückkommen. Allerdings hat er eine Menge Zeit verloren und eine Menge Plätze. Wir sehen es hier, Sebastian ist bis auf P26 noch hinter Xavier Garcia zurückgefallen. Ach, sehr, sehr schade. Jetzt muss er das Feld von hinten aufrollen. Das wird eine ganz schön zähe Aufgabe. Hier gibt es weiter Zweikämpfe. Ryan Torquote kämpft da mit Giovanni Ciameno um P12. Ryan ist ja auch durch den Zwischenfall mit Tommy weit zurückgefallen, versucht sich da wieder nach vorn zu kämpfen und kann sich hier, so wie es aussieht, auch nochmal behaupten. Ja. Direkt dahinter lauert unser Kurt auf seine Chance. Für unseren Tommy dürfte das Rennen allerdings gelaufen sein. Ich glaube, er versucht aber das Fahrzeug nochmal zu reparieren und rauszufahren, um wenigstens noch ein paar Kilometer zu sammeln. Eine wahnsinnig enge Kampfgruppe hier, AP13. Die Jungs alle ganz dicht beisammen und ich bin mir sicher, jetzt wird es hier auf der Gardner Street die nächsten Angriffe geben. Andrew P15 hier und direkt hinter ihm lauert Robert. Bin ich mal gespannt. Oh, und so wie es aussieht, kracht es hier. Ach du Schande. Der nächste große Unfall. Oh nein, und Matthew Cockerham kann da nicht mehr ausweichen und kracht da noch in Andrew rein. 3 Fahrzeuge hier Schrott. On the inside, and all of a sudden I could feel my back end being pushed, so I don't know whether I'd neck rolled or whether he touched me, I don't know. Ach schade, Robert Simpkins und Andrew S. Thomas. So that's it, that's race over. 2 alte Sunday Grand Prix Series Recken schießen sich hier ab. Der nächste schwere Unfall hier auf der Start- und Zielgeraden, schauen wir gleich direkt mal rein.
Von dem ganzen Trubel bekommen Mike Christopher Jr. und Josephine Becker hier vorne, die Führenden, überhaupt nichts mit. Inzwischen haben beide schon fast 10 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Absoluter Wahnsinn. Die beiden fahren heute in ihrer eigenen Liga. Durch die ganzen Zwischenfälle ist jetzt Luke Teunissen auf P3 nach vorn gespült worden, direkt verfolgt von Tamas Bartfei und Pete Hörner. Robert Simpkins. Very unlike Ooh. That's why. Oh dear, oh dear. Please tell me that was not good. Oh, it's Andrew S. Thomas and Robert Simpkins. Oh, God, 2 regulars as well. I don't know. Sometimes I think that It's that not good. the cars suck each other when they are driving next by. Oh. Matthew Cockerham. Oh no. Oh, Not Matthew. Oh, I like that season. That season he also had some. Like on his car, end of the road. Well, Here's the end of Matthew. oh ja. So, ja. Hier hinten geht's wild zur Sache. Mittendrin unser Ben. Tommy ist auch wieder aus der Box rausgefahren. Geht hier ins Grün, um den Leuten auszuweichen. Direkt hinter ihm Jason Krakowiak auf P15. Kurt Klapper P16 und vorm Tommy Alessandro Parigi. Der Polesitter, der sich wieder von ganz hinten nach vorne durchs Feld kämpft. Hat inzwischen schon die Hälfte der Plätze wieder gut gemacht. Yeah, Robert, I'm sorry about that. Tolle Pace. Looks like I closed the space on you there. My bad. I'm really sorry. Matthew? Luke Teunissen hat schon Abstand nach hinten, 1,1 Sekunden zu Tamas Bartfei. Und Andrew hat sich gerade bei Robert entschuldigt, so wie sich das gehört unter guten Community-Fahrern. Sowas passiert nun mal. Hier vorne Mike Christopher Jr. und Josephine können sich immer mehr vom Rest des Feldes absetzen. Wobei Mike Zehntel für Zehntel auch auf die Josephine rausholt. Mike hat hier gerade die erste 1,19er Zeit im Rennen aus dem Hut gezaubert. Pete Hörner versucht jetzt hier auf der Gardner Straight Tamas Bartfei anzugreifen. Da geht er auch aus dem Windschatten raus und von hinten lauert Manning Grinham. Die Plätze 4, 5 und 6. Sauberes Überholmanöver, da hat sich aber Tamas auch nicht großartig gewehrt. Richtig Action hier überall im Feld. Schade, dass der Tommy nicht mit eingreifen kann, aber wir haben ja noch Josephine von und unseren Ben im hinteren Mittelfeld. Für meinen Geschmack heute viel zu viele Un- und Ausfälle. Hier haben wir mal Mark Cruikshank und George Batev im Bild. Die Plätze 7 und 8, beides Teamkollegen. Nach vorn zu Manning Grinham hat Mark schon einen Abstand von ungefähr 1,5 Sekunden. Dahinter lauert Ian Haycox und Daniel F. de Sousa und dann stand der nächste. Ich glaube, das war Luke Teunissen. Da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir schalten sofort hin. Oh, Luke Donaldson. Mr. Cookie. Luke loses his car here and turns around. But nothing happened. Oh, careful. And 5 meters later, another spin. Okay. Oh dear. He is on P3. Also he was on P3 before this happened. Der nächste vorn, der sein Auto wegfeuert. Allerdings kann Luke weiterfahren. Er hat nur eine Menge Zeit und Plätze verloren. Während Ben hier dadurch immer mehr nach vorn rutscht, ist jetzt inzwischen schon auf P20 angekommen. Vor ihm Sebastian Starke. Jason Krakowiak kämpft hier mit Kurt Klapper rein, Torquote und Luke Teunissen auf P13 zurückgefallen. Vor ihm Alessandro Parigi, der noch nach der ersten Runde ganz hinten am Ende des Feldes lag. Eine wahnsinnige Pace hat Alessandro hier heute drauf und ich glaube, er wäre einer der wenigen, die hätten vorne mitfahren können, aber wie immer hätte Täte Wenn und Aber funktioniert nicht. Kurt Klapper ist jetzt an Rhein Torquote vorbeigegangen und auch dahinter gibt es Kämpfe. Jason Krakowiak kämpft hier mit Alice Spice, der Mann mit der Nummer 1, der hier das meiste Rating hat. Und auch AJ Jesse vor den Jungs ist da auf dem Weg nach vorn, macht richtig Druck und versucht jetzt an Ryan Torquote vorbeizugehen. Sebastian kämpft hier auch gegen Alice Spice außenrum. Seite an Seite geht es in die Kurve, aber ich glaube, da konnte er sich doch durchsetzen. Alice wehrt sich hier noch. Mittendrin Jason Krakowiak und unser Ben. Nächste Kurve gehört Sebastian und da kann er sich auch durchsetzen. Ein tolles Überholmanöver. Wir befinden uns in Runde 8 von 28, also haben wir fast ein Drittel geschafft und hier überall noch ganz enge Zweikämpfe. Bis auf hier vorn. Mike Christopher Jr. fährt hier die nächste schnelle Runde und kann sich immer mehr von Josephine absetzen. Aber natürlich auch von Josephine heute ein absolutes Top-Rennen und eine Demonstration ihres Könnens und ihrer Stärke. Auf P3 haben wir dann Keith Hörner, P4 Manning Grinham, Tamas Bartfei ist auf P5 zurückgefallen. Dahinter haben wir dann George Batev, der seinen Teamkollegen Mark Cruikshank überholen konnte. P8 Ian Haycox, P9 Daniel de Sousa und auf P10 haben wir Joan Mizamenu.
Tamas scheint da jetzt sukzessive zurückzufallen, denn jetzt ist er hier unter Druck von George Batev und auch Mark Cruikshank lauert dahinter. Ich denke mal, da wird Tamas Auto beschädigt sein vom Unfall in der Anfangsphase des Rennens. Hat ja aber trotzdem noch die Pace, um vorne mitzuhalten. So wie es aussieht, gibt es hier den nächsten Angriff. George Batev kommt da aber nicht vorbei. Scheint aber eine höhere Pace zu haben als Tamas. Und Georges Teamkollege Mark guckt sich das von hinten an und lauert auf seine Chance. Wir fahren hier mal ein Stück mit ihm. Ein Haycox hinter ihm auf P8 ist da auch nur ungefähr eine knappe Sekunde dahinter. Auf P9 weiterhin Daniel F. de Souza. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 10. von insgesamt 28 Runden, also haben wir jetzt schon mehr als ein Drittel geschafft. Und auch hier hinten ganz, ganz enge Kämpfe. Ryan Torcote P16, dahinter jetzt hier Jason Krakowiak, Angriff. Lucky Hayes runter, aber so wie es aussieht, kann da Ryan sich nochmal wehren. Ne, jetzt gibt es den nächsten Angriff. Ryan außen, kommt da ein bisschen ins Straucheln. Und da geht auch Alice Spice durch und so wie es aussieht, kann da auch unser Ben von profitieren. Tolles Manöver, da hat aber auch Ryan fair mitgespielt. Ist dadurch natürlich von 16 auf 19 zurückgefallen. Unser Ben inzwischen P18, bis hierher ein absolut solides Rennen. Und direkt vor dem Ben gibt es den nächsten Zweikampf, Alice Spice gegen Jason Krakowiak. Alice Spice kann sich da behaupten. Allerdings ist die Lücke nach vorne schon ziemlich groß geworden, die beträgt schon über 5 Sekunden. Da ist auch unser Sebastian mitten in den Zweikämpfen und ist an Ryan Torcote vorbeigekommen. Ryan strauchelt ein bisschen. Ich schätze mal, er hat ein beschädigtes Fahrzeug vom Startunfall. Und wir hören es gerade im Chat, da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Das sollten wir mal direkt hinschalten. Tamas Bartfall here on P5. So, is George Batev? It looks like the Tamas Bartfall is very late on brakes. A little bit late. Oh. Usually you have to. Oh. That was close, but Tamas was able to react. Der Anker zu spät geworfen, like German days. Okay, but George was really lucky on this one. Und durch die kleine Rangelei ist George Batev jetzt auch hinter einen Haycox auf P8 zurückgefallen und wird verfolgt von Daniel de Souza. Vor Anmil Zermeno auf dem Weg nach vorn, ungefähr 2 Sekunden Abstand. Dann haben wir Alessandro Parigi inzwischen auf P11, dahinter auf P12 Art McEwen und Luke Teunissen auf P13. Dann haben wir hier die nächste Kampfgruppe rund um unseren Ben. Jason Krakowiak, Ben Sommer, Sebastian Starke und Russell J. Bright kämpfen da. Die Plätze 16, 17, 18 und 19. Und 5 Totalausfälle haben wir inzwischen schon zu beklagen. Unser Tommy fährt ja noch, aber dem fällt hinterher mit runden Rückstand. Ben hier auf P17 und direkt hinter ihm Sebastian Starke auf P18. Und unsere Josie vorne auf und davon gemeinsam mit Mike Christopher Jr. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Sebastian gegen Ben, da geht Sebastian innen rein und ist auch schon durch. Top-Überholmanöver. Damit jetzt Sebastian auf P17 und unser Ben P18 vor den Jungs P16 Jason Krakowiak und auf P15 Alice Spice. Mike Jr., unser Leader, entfernt sich jetzt auch immer mehr von Josephine. Josephine hier mit einer super Pace. Auf P3 weiterhin Keith Hörner, P4 Manning Grinham. Und dann mit ungefähr 3 Sekunden Abstand Mark Cruikshank auf P5. Ein Top-Rennen heute auch für Mark. Wird direkt verfolgt von einem Haycox, der da ganz dicht dran ist. Daniel de Souza mit ungefähr 2 Sekunden Abstand auf P7. Hat es inzwischen auch geschafft, an George Batev vorbeizugehen. George Batev, wie gesagt, auf 8. Auf 9 Juanmi Zermeno und Alessandro Parigi ist inzwischen bis auf P10 wieder nach vorne gefahren. Dann haben wir auf dem 11. Platz Art McEwen und auf P12 Luke Teunissen. Unser Kurt Klapper P13, AJ Jesse P14 und hier hinten Zweikampf, Jason Krakowiak gegen Sebastian Starke. Noch kann sich Jason vor Sebastian halten, aber Sebastian macht da hinten richtig Druck und auch unser Ben lauert da und schaut sich das an. Nach dem kleinen Ausritt in der Anfangsphase des Rennens kämpft sich Sebastian wieder nach vorn. Er muss hier auch versuchen, so schnell wie möglich an Jason vorbeizukommen, sonst haut vorne Alice ab. Die Jungs und Mädels gehen jetzt in die 13. von 28 Runden, also bewegen wir uns langsam Richtung Halbzeit. Und überall im Feld gibt es hier noch harte und spannende Zweikämpfe. Ich hoffe mal, dass das heute mit den schweren Unfällen erledigt ist. Hier war der nächste ein bisschen im Kies, George Batev, aber so wie es aussieht, nichts passiert. Aber da lag einer. Oh, Mark Cruikshank
Ach nein, Mark war so gut in den Top 5 platziert. Schauen wir direkt mal, was da passiert ist. Mike Cruikshank here. Oh, lap 13. Mark loses his car here and sails into the gravel bed. Ay. Oh no, careful. Okay. Oh. Und wir sehen es hier, Mark ist noch hinter Luke Toynissen zurückgefallen, der hier mit Art McEwen um den letzten Top 10 Platz fightet. Und während die Jungs hier um P10 kämpfen, hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir unbedingt mal nachreichen sollten. Den schauen wir uns jetzt direkt an. John Stevens here. That was right behind Xavier Garcia. Very late on brakes and then too much braking while turning in. So the back of the car flips. Don't want to hit the car. John war ja nach seinem Unfall am Anfang des Rennens wieder rausgefahren. Ein Rennen zum Vergessen heute für ihn. Luke kämpft hier immer noch mit Art um P10 und wir hatten noch einen Zwischenfall zum Nachreichen. Auch den schauen wir uns jetzt direkt an. Jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Und wieder geht es hier Seite an Seite die Gardner Straight runter. Ich schätze mal, diesmal kann sich jetzt Luke durchsetzen und da ist er auch durch. Und wir schauen uns jetzt den Unfall an. Okay, next one here, AG Jesse. Oh no! Oh, I think that's the last. Oh, careful! Get out of the way. Perfect. Relatively sedate. Nobody died. Good. But you will lose so much places in this corner. Im zweiten Split geht es ganz schön wild zur Sache heute und ich bin schon mal gespannt, wie es dann im dritten aussieht. Hier vorne auf P3, Keith Turner hat inzwischen ein relativ einsames Rennen. Nach vorn fast 17 Sekunden Rückstand und nach hinten ungefähr 2,5 Sekunden Abstand zu Manning Grinham, den wir hier im Bild haben. Der wiederum ungefähr 3,5 Sekunden Abstand zu Ian Haycox auf P5. Dann haben wir auf P6 Daniel De Sousa, P7 George Pate, P8 Alessandro Parigi, P9 Juan Mizameno und auf P10 Luke Toynissen. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit und ganz vorne an der Spitze klare Verhältnisse. Mike Christopher Jr. führt mit einem soliden Vorsprung vor unserer Josephine. Auf P3 haben wir dann Keith Turner, der verfolgt wird von Manning Grinham. Und hier gibt es jetzt den nächsten Zweikampf. Alessandro Parigi auf seinem Weg nach vorn geht jetzt an George Pate vorbei und befindet sich somit wieder auf P7. Ihr wisst, am Anfang des Rennens hatte man kurz auf P30 gelegen, nachdem er von der Pole gestartet war und hier von unserem Mike einen kleinen Schubser bekommen hat. Nichtsdestotrotz von Mike heute ein absolut super, sauberes und solides Rennen. Hat inzwischen einen Vorsprung von 3 Sekunden auf unsere Josephine, die wir hier im Bild haben. Mike hat auch gerade wieder eine absolut schnelle Runde hingelegt, eine 1:19.830. Alle anderen fahren 1:20er Zeiten und drüber. Aber auch Josephine macht heute hier einen super Job. Schade, dass sie schon wieder aus der Serie ausgestiegen ist und sich lieber auf andere Dinge konzentriert. Sie hätte hier absolut das Zeug zum Champion. Aber wie ihr wisst, Reisende sollen wir nicht aufhalten. Die Gründe kennen wir leider nicht. Und wir hatten weiter hinten im Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. Severin R. Zamari. Oh. Ooh, daisy. But there's enough space. This corner is. I think there are more possible lines you can choose. Inzwischen ist Sebastian hier hinten in der Kampfgruppe an Jason Krakowiak vorbeigekommen und verfolgt LS Spice. Ben weiterhin auf P17 und Russell Bright ist da auch noch mit im Geschäft. Allerdings haben die Jungs nach vorne schon einen Abstand von über 5 Sekunden zu Kurt Klapper. Mike Jr., unser Leader, geht jetzt in die 10. von 28 Runden und hier oben vom Zeppelin aus sieht man mal schön, wie riesig der Abstand von den 2 Führenden zum Rest des Feldes ist. Keith Turner, Manning Grinham und Ian Haycox, die Plätze 3, 4 und 5 da hinten. Unser Ben weiterhin auf einem soliden 17. Platz. Vor ihm weiterhin Jason Krakowiak und dahinter Russell J. Bright. Und auch Manning hat jetzt hier nach vorne und hinten reichlich Luft. Nach vorne 2,5 Sekunden und nach hinten fast 4. Ein mehr als solider 4. Platz. Und hier der ehemalige Polesitter Alessandro Parigi inzwischen auf P6 angekommen. Ich würde mal sagen, der Fahrer des Rennens bis hierher, was für eine Aufholjagd, einfach sensationell. Und George Pate 4 gerät jetzt unter Druck von Juan Mizameno, der auch von ziemlich weit hinten gekommen ist. Die Plätze 8 und 9
Luke Teunissen auf P10, ungefähr eine Sekunde weg von den Jungs. Luke fährt aber aktuell schneller als die beiden vor ihm und ich denke mal, der wird über kurz oder lang auch den Rückstand zufahren. Das wird noch ein interessanter Kampf werden hier. Wir befinden uns aktuell in Runde 17 von 28 und wir sehen es hier, das Mittelfeld schiebt sich jetzt so langsam wieder zusammen. Auch Daniel de Sousa kann da nicht wirklich vorne abhauen. Da hinten haben wir auf P11 auch noch Mark Kulchenk und Art McEwen in Reichweite. Ryan Turcotte bis auf P21 zurückgefallen. Oh nein, was ist denn hier los? Ach du Schande. Oh Ben. Und Jason liegt da auf dem Dach. Oh Ben. Vorsicht, Ben, Vorsicht. Wow. Bleibt hier mitten auf der Strecke stehen. Direkt hinter ihm Janne Liemann, der allerdings schon ein Stück zurückliegt. Und Ben entschuldigt sich da direkt auch gleich. Das müssen wir uns sofort mal anschauen. Ach schade, der nächste unserer Jungs, der hier aus dem Rennen gerissen wurde. Ben fährt jetzt hier auch an die Box. Zwischen Licht und Schatten diese Saison. Oh Ben, oh no. Ja. Oh no, oh no, oh no. Oh dear. This is Ben's incident. I've heard it on the radio. So, yeah, Ben get into a spin. Jason behind him and he sent Jason to the space. Oh dear. Oh no. And Ben shoots back onto the track. Oh. That was close. Ein wirklich wildes Rennen heute hier im zweiten Split und ich bin schon mal gespannt nachher auf dem dritten. Wie gesagt, direkt nach dem Rennen hier werfen wir auch mal einen Blick in den dritten Split und schauen uns dort die Zwischenfälle und Highlights an. Da haben wir ja so einige unserer Community am Start und da hoffe ich mal, dass es denen da besser ergangen ist wie unseren Jungs hier. Die einzige, die heute ganz vorn dabei ist, ist Josephine. Auch Sebastian kämpft da hinten im Feld. Manning verliert jetzt so langsam seinen Vorsprung auf Ian Haycox. Der liegt bei nur noch 0,7 Sekunden und weiter hinten im Feld hatten wir noch einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt mal hin. Luke Teunissen here, Mr. Cookie. Oh, it's lap number 18. Yeah. Okay, right now. Oh, this car is destroyed. Ow. Oh, there it is. Dead tires. That's a broken cookie. That's a broken cookie. Cookie. Und damit ist heute auch für Luke Teunissen das Rennen Geschichte. Während Alessandro Parigi hier immer mehr aufholt. Er fährt im Schnitt ungefähr eine halbe Sekunde schneller wie der Rest und wird jetzt bald seinen Rückstand nach vorn zum Ian Haycox aufgeholt haben. George Batev gerät jetzt hier immer mehr unter Druck von Art McEwen und Kurt Klapperlauer dahinter auch auf seine Chance. Jetzt hier der nächste Angriff. Da hat sich Art etwas verbremst und George konnte wieder durchgehen. Sofort ist hier auch Kurt zur Stelle. Ein wilder Kampf um den letzten Top-10-Platz. Wir befinden uns in Runde 21 von 28. Nach vorn zu Mark Kulchenk haben die Jungs schon über 2,5 Sekunden Abstand. Aber auch nach hinten inzwischen ein mehr als beruhigender Vorsprung von über 6 Sekunden. Alice Spice auf P13 und unser Bastian Starke auf P14. Und wir sehen es hier, ein kommt jetzt immer näher. Der Abstand nach vorn beträgt jetzt weniger als eine halbe Sekunde. Wir haben noch 6 Runden auf der Uhr stehen, genug Zeit für einen, sich da nach vorn zu kämpfen. Aber ich schätze mal auch von hinten Alessandro Parigi wird da noch rankommen. Und nach Reparaturstopp ist inzwischen auch unser Ben wieder aus der Box gefahren und versucht das Rennen zu beenden, genau wie unser Tommy. Unsere beiden leidgeprüften Helden kämpfen sich hier tapfer durch. Und hier mal wieder ein Blick nach hinten. Sebastian verfolgt immer noch Alice Spice und wird verfolgt von AJ Jesse. Hier hinten haben wir auch mal Janne Liemann im Bild. Am Anfang des Rennens in einen schweren Unfall verwickelt, nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Genauso wie John Stevens. Aber wie gesagt, echte Champions kämpfen sich durchs Rennen. Mike Christopher Jr. geht jetzt in Runde 23 und hat hier gleich mal wieder eine schnelle Runde hingelegt. Eine 1:19,365, die bisher schnellste Runde des Rennens. Wahnsinn. Inzwischen konnte Josephine um fast 6 Sekunden distanzieren, die heute hier abgesehen von Alessandro Parigi die einzige war, die überhaupt mit Mike Christopher Jr.'s Pace mitgehen konnte.
Keith Turner hier auf P3, auch ein mehr als solides Rennen mit reichlich Platz nach vorne und hinten. Allerdings konnte er die Pace ganz vorne heute nicht mitgehen. Gleiches gilt für Manning Grinham, der hier immer noch unter Druck steht von Ian Haycox. Auch ein mehr als solides und super sauberes Rennen bis hierher. Inzwischen wird Ian hinter ihm immer größer im Rückspiegel. Oh nein, und kaum haben wir davon gesprochen, da verliert Manning sein Fahrzeug. War zum Glück nichts passiert, aber verliert hier einen Haufen Plätze und eine Menge Zeit. Da gehen einige durch. Da geht jetzt auch Daniel De Sousa, Juan Mezameno, Mark Ruijchenk durch und von hinten kommt George Batev. So ein Top-Rennen bis hierher von Manning. Hoffen wir mal, dass er einen Top-10-Platz noch halten kann. Dadurch natürlich jetzt ein Haycox freie Fahrt, bis auf P4 nach vorn gerutscht. Neuer Fünfter Alessandro Parigi, Wahnsinn. In den Top 10 angekommen, P6 Daniel De Sousa, P7 Juan Mezameno und auf P8 Mark Ruijchenk. Manning Grinham, lap number 23. He was on 4th position. Oh. Yeah. Oh, P4 on this one. Oh. 11. Oh dear. We lost so many places. But with this paint you need 6 tires, I think. Sehr, sehr schade für Manning. Daniel De Sousa, Juan Mezameno und Mark Ruijchenk kämpfen jetzt hier um P6. Hier hinten Art McEwen, davor George Batev auf P10 und Kurt Klapper. Die Jungs gehen jetzt in Runde 24. Runde 25 und der Kampf zwischen George Batev und Art McEwen geht in die nächste Runde. Das Trio hier hinten kann immer mehr nach vorn aufholen. Manning, der eben den Zwischenfall hatte, ist dann nur ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden weg von den Jungs. Hier geht es ja auch um die Meisterschaft und um Punkte, deswegen denke ich mal, wird es dann noch den einen oder anderen Angriff geben. Nächste Woche haben wir dann den nächsten Heim-Grand Prix für unsere UK Boys. Wir sind im Oulton Park zu Gast. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass wir die Saison hier komplett zu Ende übertragen. Allein die Highlight-Clips verschlingen ja so viel Zeit und bei 3 Splits pro Rennen, das ist einfach für mich alleine nicht mehr zu schaffen, vor allen Dingen nicht ohne Bezahlung. Wow, und Alessandro Parigi hat es jetzt schon geschafft, an Ian Haycox vorbeizugehen. Der Fahrer des Rennens, absolut, von P30 bis auf P4 wieder nach vorn gefahren. Irre. Ich bin mir sicher, er hätte heute um den Sieg mitkämpfen können, aber leider hat er ja den Zwischenfall am Anfang des Rennens gehabt und musste da durchs Kiesbett gehen und das Feld von hinten aufrollen. Nichtsdestotrotz eine absolut sehenswerte Aufholjagd. Im Kampf um P10 hier im vorderen Mittelfeld greift Art immer wieder an. Oh, jetzt hat er einen Fahrfehler gemacht, muss da sehr, sehr weit gehen. Und natürlich nutzt das Kurt Klapper sofort aus und sticht da durch. Da hat Art jetzt eine Menge Boden verloren. Ich denke mal, George wird er jetzt erstmal durchatmen. Ich denke mal, hier im Kampf um P10 ist die letzte Messe auch noch nicht gelesen. Lucky Hayes gibt es jetzt hier den nächsten Angriff. Juan Mezameno gegen Daniel F. De Sousa. Juan, der aktuell auf P7 liegt, will da noch weiter nach vorn. Bis hierhin ein absolut sensationelles Rennen von Juan Mezameno, was nur übertrumpft wird von Alessandro Parigis Aufholjagd. Jetzt ist Juan ganz dicht dran auf der Gardner Straight hier und da wird es den nächsten Angriff geben. Da geht er auch innen rein, Seite an Seite. Da kann sich Juan auch durchsetzen und sofort verliert der Daniel ein bisschen das Momentum. Von hinten lauert ja auch noch Mark Ruijchenk. Wir befinden uns in der vorletzten Runde, das heißt, das Rennen ist gleich zu Ende. Und so wie es aussieht, plant der Mark jetzt auch einen Angriff. Er ist da ganz dicht dran an Daniel und er wird die nächste Gelegenheit nutzen, um da irgendwie noch vorbeizukommen. Und da geht er auch schon aus dem Windschatten raus, um in der Hairpin da anzugreifen. Seite an Seite. Das sieht ganz eng aus. Oh, da gibt es einen Kontakt, eine Berührung. Oh. Da hat Daniel aber auch zugemacht und Mark wusste nicht mehr wohin. Und direkt dahinter dreht sich der Nächste. Ich glaube, Manning Grinham hatte da noch einen kleinen Ausritt. Da müssen wir gleich nochmal schauen, was da passiert ist. Jetzt überschlagen sich hier nochmal die Ereignisse. Wir sehen es hier, Daniel und Manning beide zurückgefallen. Und unser Leader hat ungesehen von uns inzwischen schon die letzte Runde eröffnet. White Flag, Final Lap. Mark Ruijchenk and Daniel F. De Sousa. Oh, that's close. Okay. Oh. Wow. Oh no. Okay. So
We have the first one is okay. here we've got Daniel F. de Souza on P6 and Mark Cruikshank on 8. So it looks like that Juanmi, and now here's Mark Cruikshank, and he thought, okay, I will try it with a little divey bomby, and then and then he turned in Look at the understeer though. Yeah. He had. Von all dem hat unser Leader hier nichts mitbekommen, die letzten Kurven, und dann ist es geschafft. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht an Mike Christopher Jr. Ein absolut sensationelles Rennen und eine tolle Pace. Der Sieg geht nach Amerika. Und direkt dahinter kommt dann unsere Josie ins Ziel auf P2. Wahnsinnsrennen. Die Plätze 1 und 2 waren heute in ihrer eigenen Liga unterwegs. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Absolut top. Das Ergebnis spült Josephine auch ganz weit nach vorne in der Meisterschaftswertung. Und auch Tommy und Ben kommen heute nach einem leidvollen Rennen ins Ziel. Wie gesagt, Licht und Schatten heute hier. Keith Hörner kommt ja auf P3 Richtung Ziel. Und absolut sensationell Alessandro Parigi auf P4 von ganz hinten das Feld aufgerollt. Keith kommt hier mit 7 Sekunden Vorsprung auf Alessandro ins Ziel. Dann haben wir hier Alessandro im Bild. Ein absolut sensationelles Rennen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie es unseren Jungs im dritten Split ergangen ist. Und da haben wir auch unseren Tommy zurück. Hallo Tommy. Hi. Das war heute wahrlich nicht Tommys Rennen. Ja, Trotzdem tapfer bis ins Ziel gekämpft. Tommy, da hast du mal schön abgefallen. That was the last one, Kurt. Solche Tage gibt es eben auch. Mit meinem Racelab gehabt. Ben am Ende P22 und Tommy P23. Wenning ist auf P11 ins Ziel gekommen. Leider konnte er seinen Top-10-Platz nicht halten. Sebastian P14. Josie gut widerstehlich, ein super Rennen. Aber auch Ben hatte einen Mega-Crash, da gab es einige dieser Haarsträubfälle. Many crazy crashes. Yeah, Ryan to watch just wrote me, I wasn't watching my mirrors either in space. Ja. Also ich war auf jeden Fall... It looks a little bit time bomb. Ja, ich war halt... I also did some good racing, man. I was carrying a bit of damage. Got rammed on left 12, I think. So, good racing, mate. Thanks. Yeah, that was fun. I knew if I screwed up trying to get past you, I gave myself an extra X after the line. I didn't expect Kurt to lift off, so it just ended up going right off track. Hat mein Rad beherzigt. I thought I could outbrake you going into the chicane, but then you brake so early. I thought, okay, I screwed up my brake point. Hello, you. Hello, boy. How it goes? Yeah, I enjoyed racing with you guys also. Yeah, it was good, man. Tommy cleared also. Yeah, some guys. Back to Dennis. Ich habe einen... Okay, let's have a look to see what happened in the results. See you guys next week. Und bevor wir uns jetzt die aktuelle Meisterschaftstabelle anschauen, schauen wir erstmal in den dritten Split rein. I may not race next week. I think Daytona is next week. Okay then. I would say we will jump straight to the start. Adnan Tomanovic on pole. So Byron P4, that's great. And Wolfram also P5 in qualifying. Yeah, but look how close the top 5 were. Yeah. Oh, my teammate come from 22nd on the grid. That's a bit of a relief. Bloody hell. 21st. Oh no, 22nd grid. Yeah, sorry. Let's take a look what happened here. Oh, The start seems to be okay for everyone. I see a blue car. Oh, I did not see that. It is Juan Jimenez. Oh. Ay. Oh, the camel car. Good lord. Jason Steinhurst here. Okay, but the good... It's a shame because Jason's a nice guy. Looks like Jimenez. Okay, but the good thing is that he did not came back onto the track. Okay, Don Ronkel. Don was overtaken here by Michael J. Taylor. Yeah. Okay, it's still lap 1. We have Mikhail Iwinski. Oh! Everyone is braking, and then... Oh dear.
He hit the target. He just saw that, okay, here I have to hit. The target. Yeah, he hit the target. You're right. He did hit the target. Bam, man. Oh, no. He did hit the target. The target. Yeah, sorry, Daniel, but you are now to be known as the sniper. Okay, so... Oh, Russell brakes and shoots straight ahead so he doesn't hit Alec in front of him like Michael did. really has to be careful at this point, so everyone will try to hit this this circle. Alec Cunningham loses his car and stops in the middle of the track. Jason was his out. head was turning as if to say, holy crap. He was already missing the front wing, man. Yeah, but... Yeah, he was. Okay, but then... oh dear. Tires gone, tires come. After the first lap we have Adnan Toromanovic ahead of Luke Rasputic and Wolfram Fun in P3. Behind them Byron Long and Joshua J. Andrews on P4 and 5. Luke, Wolfram and Byron with a top start in the race. Mike Three Legs. Like 3 legs. Yes. Okay, that was a slight touch You got lucky there, to man. Mason Pascal. Oh, watch out. Oh. Michael Bandini. Mac hits Michael on the back corner. Oh, careful. Oh, now the corner comes. Oh, careful. Oh, this is nightmare fuel. At the beginning of lap 3, Byron overtakes Wolfram and moves up to P3. Okay, next one. Oh, Wolfram. Wolfram corners a little too quickly and has to go to the gravel. Wolfram? What? Hä? Why? Oh dear. You cut your car into two. Oh dear. Oh my god, you got sliced and diced. You didn't see that black hole? There's a black hole. I think I can dive in and come out on the first day. Question is, I'm starting with the quali setup. Ah, you have to go to get I some. did that. I did that at Road Atlanta. And then At the beginning of lap 4, Andrew Lowery overtakes Davide Riccardi and moves up to 6th place. Scott Josie has a little wobble lying on P8 and the opponents immediately take advantage of it. Gregory hits Scott. And also Michael J. Taylor and Maison Pascal can pass by. Also on lap 4, Joshua Andrews braked and Andrew Lowery and Davide Riccardi immediately came to the spot and overtook Joshua. Lap 6 and Kliber Botaro Mora overtakes Michael Bandini. Okay. Directly behind him, Don Ronkel. Don Ronkel also takes a run and passes him in a maneuver worth seeing. Yeah. Mason Pascal here lost his car. Also with the Senna helmet. We had a lot of Sennas here. Yeah. Yeah, I think so. At the beginning of lap 10, Luke is still chasing Adnan Toromanovic around the course and Byron behind is fighting with Andrew Lowery for 3rd place. Oh, here is Byron. Andrew passes Byron for 3rd place at the end of the start and finish straight. Joseph M. Homan. Oh, come. Ooh, here you can see he has a better line, so he can accelerate a little bit earlier than. Ooh, that really was. Yeah, David Clapham. Yeah, but then. Too early. Okay, next one. Oh, William Friedman here. Careful. Yeah. Ay. Oh. There's an incident in turn 9. You think it might be Friedman? Friedman. We'll have a look at Mike's cross helmet. Okay, he's waiting. Yeah, he can't see anything. Yes, only the relative. Yeah. Okay. Okay, but now you can drive. Come on. Go. William Friedman. hello. No. Now, come on. Drive, please. Bill, come on, Bill, go, Bill. Come on. Come on, Bill. Sir, you're gonna get a parking ticket. Maybe. Maybe. Yeah. He's going to the fridge. Okay, we will left him and take a look later. Maybe he's still waiting. Okay. Oh. It's
good place. Juan, Great. Juan You should go Jimenez back to here. him later and see Yeah, if yeah. he's still waiting. And Juan also, yeah. Oh, this car looks also good. yeah, I like that car. Scott Josie here. Paint is nice. Oh, yeah. I like the Ligier thing. Yeah. Ah, yeah. Chris Andrews also lost his car in the last corner. Yeah, what should I say to all those incidents here? Yeah. Knock it down. It's some typical spin outs here on this track when you have less grip or overheated tires. It's happened in the typical spots too. Yeah. Oh, David Clapham here. Oh dear, who's the guy in front of him? Chris Andrew here. Holy crap! It's Andrew is the victim. he placed the car in the middle of the track. Yeah, he placed the car in the middle of the track and the guys behind him. Drive as usual and then this will happen. Wow. Bomb. Okay. Bye bye. A few meters further on, David has to go to the gravel and loses a lot of time. Luke Rasputic managed to pass Adnan Toromanovic for the lead in lap 15. It's Senna again. Senna. Okay, you were on P1 at this time. Yeah. So Scott Josie here with looks like a downshift problem. Yeah, but he get the car out of the way. Perfect. Yep. Smart move. Just Oh, like the gun Scott didn't get again. off the track. Again. Ay. On lap 18, Jay Walsh passes Davide Riccardi for 4th place. Yeah, here we are. Oh, Hugo Mendes Nunes. Ay. It's a teammate, right? Yeah, in the car for the year before. Yeah. In lap 22, we had Adnan Toromanovic ahead of Andrew Lavery. Luke Rasputic in 3rd place, followed by Jay Walsh and Davide Riccardi. Also on lap 22, Byron takes his chance and passes Gregory Woods again. Byron attacking. Yes. Davide Riccardi. Bam. Yeah, you can hear it. That's while he's accelerating. I would say wrong gear or so for that corner. Cook your tires. On lap 25, Jay Walsh passes Luke Rasputic for 3rd place. Oh, watch out. Davide takes the corner too fast and loses his car. He has to go to the gravel, but nothing happened. Ay. Andrew. That's also not the correct position to overtake. Ay. That was lucky. That was very lucky. On lap 27, Luke takes back 3rd place from Jay Walsh. No. Not a good idea. Get reported, bro. You are a fucking idiot. That gap wasn't there. Yeah, that gap wasn't there, man. I'm sorry. There's so much place and Oh, Adnan. Oh, that gap. the leader and the 2nd place crashed on last lap. Oh dear. Oh, it was fight for P1. P1. That's why I got P1 in 1st place. Also Michael and Byron passes Adnan. And a big congratulations goes to our Luke Rasputic from Germany. Top race. Right now. Oh, Luke, congrats. Yeah, thank you. I didn't even realize that I was first until I looked at the results. I thought I came in 3rd. Ganz herzlichen Glückwunsch da. Ja. Erste Mal vorbeigekommen und direkt hier einen Sieg abgeräumt. Byron on 4th. Byron on 4th place? Yeah. Oh, my teammate got 3rd. Yeah. Almost caught him as well, Ben. Chip Racing on podium. Look after the German three UK boys. Yes, that's right. Yeah, German, UK. Good old US of A. Perfect, Byron. Kleber on P11. Yeah. Right in front of Don. Yeah, I was trying to chase him down, but I had nothing. So our friend Mr. Don Rankel, 12. Where is Thomas? Oh, zero Where's incidents. Where's Thomas? Where's my buddy from Sweden? Thomas Did Willers? not run. Oh! You not run?
Why? Something is wrong with my connection. Okay. Oh. So Okay. something with connection I don't like. So I haven't found what it is because it's iRacing related. It isn't anything else. So, I will end the stream, and yeah, it was a nice review. Yeah, congrats to Josie for P2, and congrats to everyone who see the Jagged Flag. Congrats to Mike. And ja. Congrats to Ben. Bitte schön, Ben. Bitteschön, Ben, das haben wir gerne gemacht. So, have a good night until next Sunday or so, and bye bye. Tschüss. Bye bye. See you. Ja. Best of luck, guys. Good luck, everybody. Good luck. Good luck, everybody. Let's have a nice race and be gentle. Never. Good. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. So sich gegen Freude und Leid beisammen. Natürlich an der Stelle erstmal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Josephine. Eine absolut saubere Leistung, ganz toll gemacht. Und natürlich ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch an unseren Luke. Wahnsinn, beim ersten Rennen hier in der Serie gleich Sieg abgeräumt. Da kann man nun gut vorziehen. Über Ben und Toms Rennen schweigen wir lieber heute. Blicken wir schon auf das nächste Rennen nächste Woche. Das Heimrennen für unsere UK Boys, Oldham Park. Bin ich mal gespannt, wer alles dabei ist. Ich hoffe, ihr auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt uns treu und dann bis nächste Woche. Macht's mal gut. That was ambitious, that. Joey, what the hell? Are you serious? Drove me right into the wall. Yeah, Robert, I'm sorry about that. I looked like I closed the space I did there. My bad. I'm really sorry. Matthew, good stuff yourself.
tire problem. Sorry. Last George Kurt. Hey, Art, that was some good racing, man. I was carrying a bit of damage. I got rammed on lap 12, I think, so it was some good racing there. Thanks. Yeah, that was fun. I knew if I screwed up trying to get past you, Kurt was going to get by both of us, or at least me, and that's what happened. I gave myself some extra X after the line. I didn't expect Kurt to lift off, so it just ended up going right off track. I thought if I let you go into the chicane, but then you brake so early, I thought, okay, I screwed up my brake point. But nope. Yeah, I enjoyed racing with you guys also. Yeah, it was good, Manny. Yeah, thanks for coming back and joining us. Yeah, I just got what I deserved. Good racing. Wow.